Es ist schwer, das Gefühl zu beschreiben, ein Kind verloren. Wie wird es sein? Als die Mutter sich der Person stellen musste, die diesen Tod verursacht hatte. Hass, Wut oder einfach nur Verzweiflung. Das ist die Geschichte von Marianne Park Myers. Die rachsüchtige Mutter erschütterte Deutschland in den 80er Jahren. 6. März 1981, 10 Uhr im Westen Deutschlands. Amtsgericht Lübeck. Das war der 3. Mordprozess. Das Opfer war ein 7-jähriges Mädchen. Der mutmaßliche Täter ist Klaus Grabowski. Ein 35-jähriger Mann. War zuvor als Sexualstraftäter verurteilt worden. Bald war der Hof voller Menschen. Alle sind wütend. Aber warten Sie die Entscheidung des Gerichts ab. Für das grausame Verhalten des Kia-Mannes. Plötzlich fielen Schüsse. Er brach sofort zu Boden. Also History S. Keine Chance mehr, vom Gesetz bestraft zu werden. Alle hatten Angst und schauten in die gleiche Richtung. Die Ballesta-Pistole im Kaliber 22 ist in der Hand von Marianne Bachmeier, Mutter des Opfers. Fast sofort wurde Marianne berühmt. Von einer Mutter, die ihr Kind verzweifelt verlor. Sie wurde Angeklagte in einem Gerichtsverfahren. Der bemerkenswerteste Fall in der deutschen Geschichte. Nachkriegszeit. Die deutschen Medien waren damals äußerst interessiert. Und Fragen stellen. Alle Handlungen von Marianne dienten der Rache ihrer Tochter. Ob es würdig ist oder nicht. Marianne ist in einer Kleinstadt aufgewachsen, wohin ihre Eltern nach dem Zweiten Weltkrieg flohen. Für viele Menschen. Die Kindheit ist die schönste Zeit. Aber bei Marie ist das nicht so. Es war eine schreckliche Zeit, wo sie bei einer konservativen Familie lebte. Vater ist ein starker Trinker. Und verkrieche mich in Bars in der Nähe deines Zuhauses. Die familiäre Atmosphäre ist nicht sehr angenehm. Alkoholkonsum macht den Vater aggressiv. Mariannes Eltern ließen sich scheiden und ihre Mutter heiratete erneut. Don Marianne setzte die Tage des Leidens fort. Mit Stiefvater, Diktator, bis seine Mutter ihn aus dem Haus warf. Mangel an Mutterliebe. Von seinem alkoholkranken leiblichen Vater verlassen. Erhielt ungerechtfertigte Schläge von seinem Stiefvater. Marianne ist schwanger mit einem unehelichen Kind. Zum ersten Mal mit 56 Jahren. 3 Jahre später wurde sie vergewaltigt und war mit ihrem zweiten Kind schwanger. Beide Kinder nach der Geburt werden anderen zur Adoption gegeben. Später traf sie sich mit einem Barmanager am selben Ort, an dem sie arbeitete. Und wurde im Alter von 22 Jahren zum 3. Mal schwanger. Der Name des Babys ist Anna Park Myers. Durch frühere Fehler. Aufgrund mangelnder Zuneigung in der Kindheit. All die Liebe floss für Ena in Meeren. Ena ist nicht nur ein Sohn, sondern auch eine Freundin. Die Person, die jungen Müttern mehr Lebensmotivation gibt. Viel Leid und Trauma erlebt. Am 5. Mai 1980 kam es zu einem Streit zwischen Mutter und Tochter. Die kleine Anna beschloss, an diesem Tag die Schule zu schwänzen. Klaus Grabowski nutzte diese Gelegenheit und entführte das Mädchen. Er ist ein Nachbar, der in der Nähe Fleisch verkauft. Anna ging immer zu ihm nach Hause, um mit den Katzen zu spielen. Klaus hielt Anna mehrere Stunden lang bei sich zu Hause. Er würgte sie mit einer Strumpfhose ihrer zukünftigen Frau. Es ist unklar, ob er sie sexuell missbraucht hat oder nicht. Aber nach Handout. Lau versteckte Annas Buch in einem Karton. Dann vergrub es am nahegelegenen Kanalufer. Seine barbarischen Verbrechen wurde von seiner Verlobten entdeckt. Diese Person meldete es sofort der Polizei. Und Klaus wurde an diesem Abend verhaftet. Klaus Grabowski war zuvor vorbestraft. 2 Kinder sexuell missbraucht. Während seiner Gefangenschaft. Er wurde 1976 freiwillig körperlich kastriert. Verteidiger angesichts dessen. Der Täter hatte ein hormonelles Ungleichgewicht. Element. Kommt von einer Behandlung mit Hormontherapie. Nachdem er sich vor vielen Jahren freiwillig zur Kastration gemeldet hatte. Bei der Ermittlungsbehörde. Klaus gab zu, Anna ermordet zu haben. Aber bestritt sexuellen Missbrauch. Er erklärte, es sei kein Zufall gewesen, dass er gehandelt habe. Es war Anna, die versuchte zu verführen. Und drohte, ihrer Mutter von der Belästigung zu erzählen. Wenn Klaus ihr kein Geld gibt. Im Gerichtssaal sitzen und zuschauen. Marianne war äußerst wütend über Kloses Aussage. Er gab einem kleinen Mädchen, das erst 7 Jahre alt war, die Schuld für einen Teil seiner Sünden. Klaus löste bei der Mutter eine tiefe Beleidigung aus. Es sieht so aus, als hätte die Frau ihre Entscheidung früh getroffen. Ist, ihn um jeden Preis zu bestrafen. Die Chance für Mutter, sich zu rächen, ist endlich gekommen. Als Klaus Grabowski zum 3. Mal vor Gericht gestellt wurde. Ein Jahr später. Marianne versteckte die Waffe in ihrer Handtasche und schmuggelte es in den Gerichtssaal. Hörte, dass der Verbrecher weiterhin aussagen wollte.
Ein Gedanke schoss der Mutter durch den Kopf. Ich muss ihn zum Schweigen bringen. Ich kann nicht zulassen, dass er wieder schlecht über meine Tochter spricht. Dann zog Marianne ihre Waffe und schoss direkt auf die Wolke. Auf den Stuhl des Angeklagten sitzen. Erinnerte sich ein Zeuge. Plötzlich hörte ich Schüsse und zählte Theo. Klaus schimpfte sofort. Zeugen zufolge feuerte Marianne 8 Schüsse hintereinander ab. Davon können 6 Tabletten zum Tod führen. Die Richterin unterhält sich oft mit Marianne. Er sagte, er habe die Mutter, die ihr Kind verloren hatte, hasserfüllt sprechen hören. Er hat meine Tochter getötet. Ich wollte ihm ins Gesicht schießen, aber ich konnte ihm nur in den Rücken schießen. Es tut mir so leid. Ich hoffe nur, dass er stirbt. Die beiden Polizisten bestätigten außerdem, Marianne flüstern gehört zu haben. Ließ das Schwein fallen, als die Waffe abgefeuert wurde. Diese Frage wurde ihr von da an ständig von den Medien gestellt. Wird es irgendwelche Reue geben? Nein, absolut nicht. Was? Ich muss ein schlechtes Gewissen haben, weil ich mich für meine Tochter gerächt habe. Die Mutter antwortete etwas zögernd. Am 2. November 1982 wurde die Mutter noch wegen Mordes angeklagt. Beim Prozess. Marianne hat das erklärt. Sie hat Klaus in ihrem Traum erschossen und sah die Silhouette seiner Tochter vor Gericht erscheinen. Dr. Scho sagte, er sei gebeten worden, eine Handschriftprobe zu nehmen. Die rächende Mutter hatte die Worte sorgfältig auf das Papier geschrieben. Ich mache es für dich, Ena. Sie schmückt die Umgebung mit 7 Herzen. Scheint ihre kurzen 7 Lebensjahre zu symbolisieren. Tochter. Marianne sagte außerdem aus, dass sie eine Waffe bei sich trug. Aber sie hat nicht die Absicht, mit Klaus umzugehen. Bis ich hörte, dass er vorhatte, Dinge über Anna vor Gericht zu bringen. Der Verteidiger beantragte beim Gericht die Aufrechterhaltung des Urteils. Basierend auf der Marianne-Mentalität. Dann ist es instabil. Sie können ihre Handlungen also nicht kontrollieren. Das sagte auch die Verteidigung. Auch die Regierung trägt eine Mitschuld. Wenn erlaubt Klaus Grabowski. Nehmen Sie an einer Hormontherapie teil. Dadurch stellte er das sexuelle Verlangen wieder her. Und Hanson Anna. Mit Beweisen vor Gericht gebracht. Die Staatsanwaltschaft beschloss, die Anklage zu ändern. Vom Mord bis zum Totschlag. Schließlich März 1983. Marianne wurde wegen Totschlags verurteilt und zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt. Mariannes Prozess und Urteil. Die Aufmerksamkeit der Medien auf sich ziehen. Im In- und Ausland. Viele Filmteams auf der ganzen Welt. An die Stadt Lübeck, um über den Prozess zu berichten. Das Bunte Magazin widmete ihm sogar eine ganze Serie. Verfolgen Sie alle Entwicklungen des Gerichtsverfahrens. Das Geld aus dem Verkauf von Informationen an Show Bunte wurde von Marianne verwendet. Die Anwaltskosten decken. Die Serie hat viel Feedback von einer großen Anzahl von Lesern erhalten. Und diejenigen, die sich für den Fall interessieren. Sie sind unser Problem. Ob Mari erschossen wurde. Einfach die Bemühungen einer verzweifelten Mutter. Ich will Rache für meine Tochter. Oder Mariannes mörderische Tat. Einfach spontan. Sie in eine kaltblütige Mörderin verwandeln. So viele. Der sein Mitgefühl für die Beweggründe der Mutter zum Ausdruck brachte. Verurteilt aber dennoch Chos Vorgehen. Ihr Mangel an Kontrolle. Vor dem Urteil laut einer Umfrage des Allensbar-Institute. 28% der Deutschen halten 6 Jahre Gefängnis für angemessen. 27% meinten, das Urteil sei zu hart. Während 25% glauben, dass eine solche Gefängnisstrafe zu gering ist. Außer ethischen Fragen. Dieser Fall wirft auch rechtliche Fragen auf. Ob die Schießerei eine List war, im Voraus geplant oder nicht. Und diese Tat sollte als Mord eingestuft werden. Oder Totschlag. Unterschiedliche Urteile. Wird zu unterschiedlichen Strafen führen. Viele Jahrzehnte später. Eine Freundin von Marianne erschien in einer Dokumentation über den Fall. Diese Person enthüllt. Habe Marianne bei den Proben gesehen. Dreharbeiten im Weinkeller. Bevor tatsächlich Menschen getötet werden. Diese Person kann sich nicht irren. Weil das Haus keine Wände hat. Schallisoliert. Juni 1985. Marianne wird nach Verbüßung der Hälfte ihrer Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen. Verzweifelte Mutter. Beginnen Sie jetzt wieder ein neues Leben. Sie zog nach Nigeria. Heiratete und lebte dort bis 10.990. Nach der Scheidung zog sie nach Sizilien, Italien. Als bei ihm Krebs diagnostiziert wurde, kehrte er nach Deutschland zurück. 21. September 1995 während eines Auftritts in einer Talkshow. Marianne gab zu, Claude erschossen zu haben. Nach sorgfältiger Überlegung. Marianne sagte, sie wolle sich für ihre Tochter rächen. Und ihn davon abhalten, weiterhin Lügen über Anna zu erzählen.
Am 17. September 1996 verstarb Mel im Alter von 46 Jahren und wurde neben Anna begraben. Seine geliebte Tochter. Damit ist der Rachefeldzug der Mutter beendet. Schluss mit allem Hass und aller Verzweiflung. Was denkst du über Meris Schießerei? Und ist die 6-jährige Haftstrafe für diese Frau angemessen? Ob Rache sinnlos ist? Menschen sind sowohl Täter als auch Opfer. Wie sie sich fühlen, nachdem die Racheabsicht erfolgreich war. Wie erwartet. Wenn Sie mehr Gruselgeschichten hören möchten, bitte liken und abonnieren Sie den Kanal. Und drücken Sie die Benachrichtigungsglocke, um der erste Zuschauer zu werden, wenn wir das Video veröffentlichen. Und jetzt. Hello UND, we're saying UNS in den folgenden videos.